Heute wollen wir einmal darüber sprechen, was Menschen zu dieser Zeit machen, die im Reisebüro arbeiten oder sich fürs Reisen interessieren und wie man mit Affiliate Marketing auch in dieser Zeit Geld verdienen kann. Ja, im Moment ist es ja sowieso nichts einfach, ne? Und schon gar nicht Reisen. Irgendwo hinzufahren, ja, ist nahezu unmöglich. Ne? Wir können zu Hause bleiben, Hände waschen und Fenster aufmachen. Das können wir tun. Aber ansonsten können wir einfach nicht viel machen. Ja, was macht man denn jetzt, wenn man gerade eine Webseite hat, einen Travel-Blog oder irgendetwas, eine Webseite zum Thema Reisen? Was können wir da machen? Ja, auch damit kann man ganz prima Affiliate-Marketing betreiben. Und eigentlich machen unsere Reisebüros gar nichts anderes. Oder Check24 oder Holiday Check oder egal welche Reisewebseite, die machen eigentlich alle dasselbe. Die sammeln die Daten von ganz vielen Anbietern, filtern sie auf das für dich passende Angebot und bieten dir dann eine Reise an, die du über deren Affiliate-Link kaufen kannst. Natürlich kannst du wahrscheinlich die großen Reisewebseiten nicht mit deinem kleinen Travel-Blog vergleichen, den du vielleicht gerade erst erstellen möchtest, aber das Prinzip ist dasselbe. Und was ich dir jetzt zeige, das kannst du auch umsetzen. Das kannst du auch ganz locker machen. Ja, wie können wir das denn jetzt umsetzen? Wie können wir denn ja als Reisender oder als jemand, der das Reisen liebt, Affiliate-Marketing betreiben und dafür auch noch bezahlt werden? Indem wir Videos produzieren. Ich werde dir jetzt gleich mal eine Beispiel-Webseite nennen, einen Beispiel-YouTube-Kanal, auf dem Matthias Mohr, das ist der Schiffstester, verschiedene Schiffe von AIDA und Co. testet und seine Einschätzung gibt und ja, ganz viele kostenlose Informationen gibt. In der Infobox findest du dann nicht nur Infos zu dem Video, sondern eben auch seinen Affiliate-Link. Und über diesen Affiliate-Link kannst du dann die Reise kaufen und ja, ich meine, das sind dann sogar so um die 10%, die man dafür kassiert. Das heißt, wenn jemand eine AIDA-Reise kauft und die ist 2000 Euro wert mit 2 Personen, ne, das ist jetzt nicht keine große Aktion, dann kriegt er ja 200 Euro und das ganz passiv. Und deswegen switchen wir jetzt einmal zum Computer und schauen uns das an, wie das bei ihm aussieht. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie jemand, der einen großen YouTube-Kanal hat, einen großen deutschen YouTube-Kanal hat und Reisen verkauft, sein Geld verdient. Und zwar handelt es sich bei meinem Beispiel um Matthias Mohr. Das ist der Schiffstester, der nennt sich selbst Schiffstester und er reist mit der AIDA oder mit Mein Schiff oder auch auf Flusskreuzfahrten um die Welt und testet die Schiffe nicht nur auf ja, welche Angebote es an Bord gibt, wie das Essen an Bord ist, welche Möglichkeiten es gibt, sich zu beschäftigen, welche Ausflüge es gibt, welche Getränkepakete es gibt. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kriterien, die er wirklich testet und damit seinen Urlaubern hilft. Ja, und wie verdient er damit Geld? Ja, mit Affiliate Marketing. Ne? Darum geht es. Also ab an den Rechner, dann schauen wir uns das einmal an. Ich habe hier einmal den Kanal aufgerufen und du siehst schon, es gibt bei Matthias Mohr immer donnerstags und sonntags neue Videos und das hat er erhöht. Ne? Also sonst gab es immer einmal in der Woche ein neues Video, mittlerweile gibt es sogar zweimal in der Woche ein neues Video, weil ja, wahrscheinlich, weil auch er merkt, dass weniger Reisen verkauft werden. Das sind alles Vermutungen von mir. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich schaue mir einfach nur den Kanal an und gucke einmal, was für ein Geschäftsmodell er letztendlich hat und nutzt, um damit sein Geld zu verdienen. Weil es gibt ja unterschiedliche. Ne? Also einmal hier den Schiffstester, der mit YouTube sein Geld verdient und dann zum Beispiel Holiday Check. Ja, die verdienen ja auch ihr Geld. Und wie machen sie das? Beide, indem sie ihrem Nutzer, nämlich demjenigen, der eine Reise buchen möchte, einen Mehrwert geben. Holiday Check zum Beispiel geht hin und filtert für dich das beste Hotel raus mit den Bewertungen, die du benötigst, also worauf du Wert legst, mit den Kriterien, auf die du Wert legst, in dem Land, auf das du Wert legst. Also alles genau auf dich zugestimmt. Während Matthias Mohr hingeht und wirklich Schiffe testet, also wenn du schon beschlossen hast, dass du eine Schiffskreuzfahrt machen willst, eine Schifffahrt machen möchtest, dann kannst du da hingehen und dann kannst du dir halt anschauen, wie dein Schiff eigentlich aussieht und was du da machen kannst und ob das ja auch etwas für dich ist. Ne?
Wenn ich jetzt hier einmal runter scrolle, dann siehst du schon, wie viele Videos er hat und wie lange er das eigentlich schon macht. Nicht zu vergessen, weil wenn jemand einen Kanal hat, der schon über 68.000 Menschen anspricht und den 68.000 Menschen abonniert haben, dann kann das nicht allzu schlecht sein. Ne? Dann ist es natürlich so, dass er schon viele, viele Videos gepostet hat und du siehst, es geht gar nicht zu Ende. Ne? Also hier sind bestimmt 200 Videos auf dem Kanal, vielleicht sogar mehr. Und ja, er zeigt ganz viele verschiedene Dinge, ganz viele verschiedene Schiffe, ganz viele verschiedene Angebote, ganz viele verschiedene Faktoren. Alles unter dem Aspekt Schifffahrt. Ja? Und ja, wie macht man damit nun Geld? Ich scroll mal einmal ganz schnell nach oben und klick mal hier in irgendein Video rein. Ne? Wenn wir jetzt ja, AIDA Neustart oder hier MSC Grandiosa, ich klicke mal da rein und du wirst wahrscheinlich sehen, es geht schon mal los mit der ersten Möglichkeit, wie jemand mit seinem YouTube-Kanal Geld verdient. Ich verlinke das hier auch mal drüber, weil es gibt nämlich eigentlich mehr. Es gibt 3 Möglichkeiten, ich sage erstmal nur 3 und eine davon ist definitiv über Google AdSense. Wenn du irgendwann auf deinem Kanal 1000 Abonnenten hast und 4000 Stunden Guckzeit, also Watchtime, dann bist du berechtigt, bei YouTube AdSense teilzunehmen und dann ist es für Werbetreibende interessant, an deinem Video eine Werbung zu schalten, entweder davor, danach, dazwischen oder komplett als Werbeblock mitten im Video. Das kannst du dann einstellen, bestimmt, aber jedes Mal, wenn dann jemand da klickt, bringt dir das auch Geld, nämlich 50% von dem, was der Werbetreibende bezahlt. Das heißt, angenommen, man bezahlt für einen Klick, ich sag mal 5 Euro. Dann bekommst du 2,50 Euro und YouTube bekommt 2,50 Euro. Und das kann sich natürlich ganz schön summieren. Ja, also sagen wir, hier ist jetzt eine Werbung vorgeschaltet, damit kann er schon mal Geld verdienen. Und dann haben wir hier auch noch mehr, nämlich wenn wir mal in die Beschreibung gucken, hat er gleich im ersten Satz, weil die ersten 3 sieht man, wenn ich jetzt mal auf wenige Anzeigen klicke, die ersten 3 Reihen kann man sehen. Und wenn da schon mal ein Link drin ist und dann in dem Fall auch der Affiliate-Link, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass jemand da draufklickt und dann hoffentlich auch bucht. Ne? Je nach Cookie-Laufzeit, die kann ja verschiedene Zeiten betragen, kann Matthias Mohr dann darüber sein Geld verdienen. Und ja, wir gucken uns das gleich an, aber ich klicke hier nochmal auf mehr und hier siehst du noch verschiedene Links. Also es gibt noch einen zweiten Teil, also Videos untereinander verlinken. Dann kannst du dich zum Newsletter anmelden. Das ist natürlich auch immer schön, weil man muss versuchen natürlich, die Leute von YouTube herunterzubekommen. Auf die eigene Webseite, am besten in den eigenen Newsletter. Warum ist das so gut? Ganz einfach. Angenommen, ja, YouTube ist gerade gestört und es gibt so gar keine Möglichkeit mehr, dass man sich auf der Plattform aufhält. Dann kann man immer noch seine User anschreiben, weil man hat ja ein Newsletter. Ne? Ja, und wenn ich jetzt weiter runter scrolle, gibt es noch andere Kontaktmöglichkeiten über Facebook, Instagram, über die eigene Webseite und er hat hier noch weitere Affiliate-Links drin, nämlich zu Amazon. Ob das jetzt die Vlog-Kamera ist oder die DSLR-Kamera oder eine Action-Kamera, also alles, was er so an Equipment benutzt, sogar das Stativ, ist hier mit einem Affiliate-Link verlinkt. Und das wird ihm wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich Geld einbringen. Weil, wenn jemand schöne Videos aufnimmt und man hat selber vor, so etwas aufzunehmen, dann schaut man vielleicht nochmal, was genau nutzt er denn jetzt für ein Equipment? Klickt da drauf und selbst wenn man sich dann entscheidet, die Kamera nicht zu kaufen und in den nächsten 24 Stunden irgendetwas anderes kauft, bekommt Matthias Mohr trotzdem eine Kommission dafür. Egal für was, egal für wie viel, du bekommst auf jeden Fall immer eine Kommission. Ja, ich klicke jetzt mal hier auf diesen Link ganz oben und was öffnet sich hier? Die Schiffskreuzfahrt. Und zwar bei eHoy, also hat offensichtlich eHoy ein Affiliate-Programm und Matthias Mohr wird die in seinem YouTube-Video eingebaut haben, also in dieser Infobox. Und du siehst schon ab 399 Euro, sagen wir, du fährst zu zweit, vielleicht ein bisschen teurer, also rund 1000 Euro. Und meistens sind es so um die 10% Kommission. Genau dasselbe würde wahrscheinlich ein Reisebüro bekommen, wenn es einen Verkauf tätigt. Eben auch für die Beratung vor Ort. Ne? Also ein Kunde geht ins Reisebüro, ein Kunde lässt sich beraten, der Reiseveranstalter, und versucht genau etwas für ihn zu finden, etwas genau Passendes und bietet ihm das an. Und wenn er dann die Buchung abschließt, bekommt auch da der Reiseberater
eine Kommission. Und genauso verhält es sich im Prinzip im Internet, nur dass Matthias Mohr das große Glück hat oder auch jeder andere, der darüber etwas anbietet. Er muss zum Beispiel keine Miete bezahlen, ne, für sein Ladenlokal. Ja, ich gehe nochmal hier auf seinen YouTube-Kanal zurück. Jetzt stell dir einmal vor, du hast nicht nur ein Video, das für dich arbeitet, und zwar 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, sondern du hast 200, 500 Videos, die für dich arbeiten. Ja? Und an dieser Stelle wird es dann interessant. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass gerade beim Reisen es nicht um 5 Euro geht, sondern es wirklich um Hunderte, wenn nicht sogar Tausende geht, wenn jemand eine Reise bucht. Und genau aus diesem Grund ist das wahrscheinlich sehr lukrativ. Und auch jetzt gerade im Lockdown, wo das Reisebüro wahrscheinlich geschlossen hat, wird Matthias Mohr immer noch Geld verdienen, wahrscheinlich weniger, weil auch er natürlich der Kunde wird nicht so zwangsläufig buchen, weil er ja nicht genau weiß, was ist jetzt nächstes Jahr, wie geht es überhaupt weiter. Aber dennoch wird er seine Reisen verkaufen, dennoch wird irgendwas gebucht werden und dennoch wird er dafür seine Kommission bekommen. Ja, und ich denke, deswegen ist auch das Reisen beim Affiliate Marketing ein sehr lukratives Geschäft, was man sich durchaus mal, wenn man eher ein Travel Blogger ist, durch den Kopf gehen lassen darf. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vor allen Dingen auch geholfen, vielleicht die Entscheidung zu erleichtern, ob auch du einen Reiseblog erstellst, eine Reisewebseite, einen Reise-YouTube-Kanal. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Aber bitte vergiss nicht, bevor du gehst, uns einen Daumen nach oben da zu lassen, die kleine Glocke zu klicken und natürlich den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.